Als er das dann ausgesprochen hatte mit Frau Sammerwart, ich finde keine Herztöne mehr. Ab diesem Moment ist halt die Welt zusammengebrochen. Es ist schwierig, weil du hast einen kleinen Zwerg. Den kannst du nicht erklären. Mama ist gerade super traurig, weil deine Geschwister gestorben sind. Ich bin Alina. Ich bin gerade in Elternzeit, habe mich jetzt selbstständig gemacht mit meinem Label Fadenzug und ich personalisiere Babyartikel oder auch etwas für Eltern, die die Kinder verloren haben. Unser Erstgeborener war 5 Monate, als ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte und kurze Zeit später war ich dann ja beim Frauenarzt. Da wussten wir, dass es 2 sind. Also eine Risikoschwangerschaft sind allgemein alle Zwillingsschwangerschaften, aber dass das wirklich so kritisch ist, habe ich in Hamburg bei dem Spezialarzt erfahren. Was wir hatten, das nennt sich Mono-Mono. Das ist, wenn sie sich nur eine Plazenta teilen und nichts dazwischen ist. Und es kommt ungefähr bei 1% von eineigigen Zwillingen vor. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide sterben, liegt einfach bei 50-50. Das war halt so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Das größte Glück, was am Anfang für uns da war, wurde damit dann so ein bisschen gedämpft. Und kurze Zeit später, als wir dann wieder zu Hause waren, es war am Freitag, habe ich Betten bezogen. Ihr wurde total heiß, aber andererseits auch total kalt. Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Es war, als hätte jemand Energie aus mir rausgesaugt. Im Nachhinein denke ich, dass das der wirkliche Todeszeitpunkt eigentlich war. Und als ich es wirklich innerlich eigentlich wusste, war am Sonntag, als ich dann in die Badewanne reingestiegen bin, war dann eine ganz schwere Brause. Und wenn man die aus Versehen ins Wasser reingefallen lassen hat, dann erschrecken die Kinder sich und zucken zusammen. Und dann war ich halt in dieser Badewanne, ich glaube bestimmt eine Stunde oder sowas, habe immer wieder die Brause ins Wasser fallen gelassen, weil ich denke, ihr müsst euch doch erschrecken, das ist super laut, ihr müsst euch doch erschrecken, so, was ist los? Da war es mir eigentlich bewusst, es gibt die beiden nicht mehr. Als ich dann beim Arzt war, sind wir zum Ultraschall gegangen und als er das dann ausgesprochen hatte mit Frau Sammerwart, ich finde keine Herztöne mehr, ab diesem Moment ist halt die Welt zusammengebrochen. Ich glaube, das war... Man war einfach komplett nicht mehr da und irgendwie habe ich nur gefragt, ob ich ein letztes Ultraschallbild von denen haben darf, weil das einfach mein letztes Foto von den beiden ist. Dann sollte ich eine Pille nehmen, die alles abstößt und ja, und dann sind wir nach Hause gegangen. Es ist schwierig, weil du hast einen kleinen Zwerg und Liam war 9 oder 10 Monate. Den kannst du nicht erklären. Mama ist gerade super traurig, weil deine Geschwister gestorben sind. So, im Nachhinein war vielleicht das auch das große Glück, dass ich nicht komplett versunken bin. Es war halt nur dann, wenn der Kleine schlafen gegangen ist. Und da ist ganz oft die Welt zusammengebrochen. Und da war mein Mann und ich uns, glaube ich, aber gegenseitig eine große Schütze. Denn nicht nur ich habe gelitten, er hat genauso seine Kinder verloren. Es ist ja was anderes, als man das mitzuerleben. Klar, man ist der Vater, das ist die eigene Frau. Aber sie hat ja eine ganz andere Verbundenheit, weil sie ja die Kinder in sich getragen hat. Und hat sie super hinbekommen. Also sie ist ganz stark, ganz willensstark. Das ist, was ich am meisten bewundere an Alina. 2 Tage später bin ich dann ins Krankenhaus gefahren, damit die Geburt losgeht. Und irgendwann war dann so, ey Leute, die Schmerzen sind gerade auf ein Limit, die ich vorher bei 12 Stunden natürliche Geburt nicht hatte. Dann möchte ich irgendwas haben, was die Schmerzen lindert. Dann ist sie nochmal rausgegangen und in der Zeit haben wir dann alleine zusammen im Zimmer die Kinder zur Welt gebracht. Dass uns, glaube ich, dieser Moment einfach für uns 2 alleine gegeben wurde, das war ein schöner Moment. In der Zwischenzeit war halt die Frage, was passiert danach mit den Kindern? Sie wären halt laut Woche so gewesen, dass sie halt einfach im Abfalleimer gelandet werden vom Krankenhaus. Und das kam für uns überhaupt nicht in Frage. Und mit den Kindern wird man nie Fahrrad fahren lernen.
diese Kinder werden nie Mama und Papa das erste Mal sagen. Man hat halt nichts danach mehr, was man greifen kann. Deswegen war uns das so wichtig, dass wir die Zeit, die wir haben, wenigstens das geben, was wir alles können. Man war danach eher damit beschäftigt, dass man die Beerdigung plant. Den Platz aussuchen war nochmal super emotional. Wir haben einen ganz großen Baum drüber, so ein bisschen beschützerisch. Am Grab steht zum Beispiel auch ein kleines Häuschen, weil wir gedacht haben, wenn wir die Kinder schon nicht mit zu uns nach Hause nehmen können, dann tragen wir das Haus sozusagen ans Grab von denen. Im Umgang mit Sternkindern, Mamas, wünsche ich mir, dass man dieses Thema nicht als Tabuthema sieht. Wir sind genauso Mamas geworden wie alle anderen, nur dass wir nicht das große Glück hatten, die Kinder mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und kann verstehen, niemand möchte das gerne wissen, dass es sowas auf der Welt gibt. Aber darüber nicht zu sprechen, finde ich noch viel, viel schlimmer. Ich habe mich dazu entschieden, die Geschichte öffentlich zu teilen, weil ich glaube, dass ich damit anderen Frauen Mut machen kann und gebe die Hoffnung nicht auf. Vor allen Dingen sieht man ja auch bei uns an den 2 Zwillingen, die einfach nochmal nachgekommen sind. So, wir haben halt irgendwo schon ein kleines Wunder. Aber als ich auf den Stuhl saß und ich wusste, dass durch den Test wir wieder schwanger sind, ich musste ganz tief Luft holen. Und im zweiten Moment dachte ich mir, vielleicht haben wir ja noch mal die Chance. Also vielleicht kann ich damit auch anderen Leuten ein kleines Wunder sozusagen vorausbeschwören. Wir beide sind, glaube ich, unendlich dankbar für unsere 5 wundervollen Kinder. Ich werde immer 5-fach Mama sein. So. Und auch wenn Maila und Malia nicht mit uns hier rumlaufen, wir versuchen sie jeden Tag eigentlich mit einzubeziehen. Ich wünsche mir für mein Leben, dass es so bleibt, wie es ist. Und ich möchte, dass meine Kinder einfach mit so welchen Schicksalsschlägen umgehen können und nicht daran zerbrechen. Deswegen finde ich die emotionale Stärke so viel mehr wert als alles das, was man als Erfolg im Leben hat. Zum Abschied der Ewigkeit ein Stück voraus. Ich werde euch nie verlieren.